Hallo ihr Lieben, wir schauen in euren neuen Monat. Was darf ich dem Kollektiv wieder mitgeben? Welche Themen sind hier verfügbar? Was kommt durch? Ja, ihr stabilisiert eure Finanzen. Es geht vielleicht auch um die Finanzen, die ihr im häuslichen Bereich aufwendet. Für alles, was mit dem Haus der Häuslichkeit zu tun hat. Außerdem habt ihr so ein bisschen das Seelische gewusst, dass sich das besser anfühlt auf der Seelenebene. Möglicherweise überlegt ihr, wie ihr Verluste ausgleicht oder ja, wo ihr Wenden herkriegt, wo es Ernte gibt. Und ihr möchtet euch irgendwie neue Türen öffnen. Es kann hier wirklich auch sein, dass eine Situation, die aus dem häuslichen Bereich kommt, mit den Finanzen eine Rolle spielt. Ich habe so ein bisschen, dass ihr euch sicher fühlen wollt. Oder dass ihr das Gefühl habt, ich fühle mich besser und ausgerichteter mit mir und meiner Umgebung. Es kann ja etwas sein, was mit Kindern zu tun hat, vielleicht auch mit Kindergeld, mit häuslichen Situationen von Kindern, mit Neubeginnen, die ihr in der Vergangenheit schon angestrebt habt, die noch ein bisschen Auswirkung zeigen. Ihr versucht zu überlegen, wie ihr Stress minimiert oder wenn ein Thema aufkommt im finanziellen oder häuslichen Bereich, wie ihr das ausgleichen könnt. Vielleicht ist hier auch ein wichtiger Anruf, etwas, was an Gesprächen kommt. Was ich hier auch habe, bleibt bei euch, lasst euch nicht von anderen dreinreden. Lebt eure eigene Größe. Es kann jetzt hier auch sein, dass ihr zum Beispiel ein Thema habt, das aus dem Familienkreis kommt. Das könnte im weitesten Sinne Eltern betreffen, eure eigenen Kinder oder Ex-Partner auch. Ja, hier kommen schon ganz viele. Es kann auch eine Situation sein, wo ihr merkt, ihr müsst ständig euren Mann stehen. Ne? Hier ist irgendwie die männliche Linie angezeigt. Es kann auch sein, dass es so Zwischenbereiche gibt, dass ihr mit der Vergangenheit noch was zu klären habt, dass sich hier auf dem partnerschaftlichen Bereich noch auswirkt auf die jetzige Beziehung. Euch fehlt irgendwas, etwas, was von außen kommen könnte und das euch hilft, das euch unterstützt, das euch Kraft gibt. Und ihr seid auch bereit, Schnitte zu machen, etwas so nicht mehr zu akzeptieren, um euren eigenen Stress zu minimieren, den ihr habt. Wir hätten gerne noch eine Karte. Ja, jetzt kriegt ihr noch Arbeit mit und Kommunikation. Hier kann zum Beispiel sein, wenn ihr im Arbeitsbereich etwas habt, dass ihr eine erlösende Nachricht kriegt, ein Arbeitsvertrag, ein Wechsel im Arbeitsbereich ansteht, dass ihr klärt, aufklärt, für Klarheit sorgt, dass ihr Sachen, bei denen man euch im Nebel stehen hat lassen, regelt, dass ihr euch euer gesundes Fundament zurückerobert und ja, dass ich habe so arg, dass ihr hier euren Mann stehen müsst irgendwie.
und euch etwas so auch stresst, irgendein Thema, das immer wiederkehrend ist oder das auch alte Gefühle triggert. Ich habe Vaterthemen hier mit dabei, ne? Aber am Ende ist es hier so, dass ihr so einen Rundumschlag macht und euch für euer eigenes Fundament, einen guten Boden kommuniziert. Es kann auch sein, man spricht mal ein Machtwort oder sowas, ne? Lebt eure eigene Größe, wird hier gesagt. Lasst euch nicht von anderen zu labern auch, ne? Für dieses, was man immer meint, was ihr machen müsst und was ihr tatsächlich wollt. Ihr habt die Beständigkeit. Unter dem Deck ist mir noch viel umgedreht. Also ihr seid hier geschützt, aber ihr sollt auch euch um euren eigenen Schutz bemühen. Es geht hier auch verstärkt darum, dass ihr euch gut fühlt, so wie ihr seid. Ja? Und egal, was in der Vergangenheit war, ihr seid alle richtig, so wie ihr seid, wertvoll. Und vielleicht geht es auch um Wertschätzung, kann hier auch sein. Aber hier kommt ihr ins Handeln. Ihr sorgt für euren eigenen Schutz, für eure eigene Energie. Ihr wisst auch, dass es notwendig ist, für euch selbst zu sorgen. Ihr seid auch nicht alleine, auch wenn ihr euch manchmal so vorkommt. Und ihr seid hier ein bisschen am Bilanzieren. Ne? Wo seid ihr? Wo wolltet ihr stehen? Welche Pläne gibt es, die ihr verfolgen wollt? Und wo seid ihr sicher, dass ihr hinter euch lässt oder voranschreitet? Ihr dürft hier gut planen, zur Ruhe kommen, den Trubel des Lebens mal weglassen, eure Wurzeln erforschen, die Vergangenheit ehren, das ist ja nicht immer so leicht, aber hier habe ich sehr stark die männliche Linie mit drin. Hier geht man wirklich auch tief in die Dinge des Lebens mit den Gedanken. So, was möchte denn wieder die Seele sagen? Ja, innere Konflikte jetzt, Engelchen und Teufelchen. Welche Situationen wollt ihr nicht mehr? Was wolltet ihr schon lang beenden? Wo fühlt ihr euch zerrissen? Hier unten, das passt auch noch sehr gut, denn hier ist man vielleicht ein bisschen empfindlich. Man nimmt Dinge persönlich, obwohl andere es gar nicht so meinen. Aber da hat eben jeder seine eigenen Triggerpunkte und ich sehe es nicht so eng, ist halt so eine Sache. Je nachdem, wo es dich trifft, siehst du das halt auch eng. Welches Krafttier möchte mit den Widdern? Ihr habt hier die Regenbogenforelle. Das sind sehr viele Gefühle. Hier sind aber auch unerwartete Begegnungen oder auch Gewinne, die sich ankündigen. Es kann hier auch sein, dass es zu unerwarteten Liebesbegegnungen kommt. Ihr überlegt, wo mache ich mir denn das Leben lebenswerter? Und ihr kriegt hier sehr viele Zeichen, Hinweise. Achtet auf eure Träume, Gefühle und Gedanken. Ihr spürt hier sehr, dass ihr in etwas Größeres eingebunden seid. Kommunikation ist hier wichtig. Ja. Die kann auch telepathisch sein oder nonverbal. Manchmal reicht ja auch ein Blick und man explodiert. Ne? Also ich kenne das von mir, muss ich ehrlich zugeben. So, welche Pflanze geht mit euch wieder? Das Gänseblümchen. Kopf hoch, du schaffst das. Das Gänseblümchen richtet sich immer wieder auf, auch wenn jemand drauf tritt. So, Moment. Die Amsel. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Passt, ne? Ihr sucht hier so Momente, wo ihr auch euch die Lebensqualität so hinmacht, dass sie euch trägt und gut tut.
Hier geht sehr viel Karma zu Ende. Wundert mich jetzt auch nicht, weil hier die Ahnenreihe gut zu sehen ist. Und investiert in euch, ne? Der Selbstwert, gönnt euch was. Macht euch euer Leben lebenswert. Ich wünsche euch einen schönen Monat. Ich drücke euch bis bald.